In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, wie man dieses Modul selbstständig ausbauen kann. Der komplette Ausbau ist eigentlich nicht immer notwendig. Man kann alleine nur mit einem Imbusschraubenzieher die Sitzbank und die Toilettenbox ausbauen, sodass die komplette Hälfte des Fahrzeugs frei ist. Das ist für die meisten Anwendungen im Alltag vollkommen ausreichend. Wir bieten darüber hinaus die Möglichkeit an, dass man einen Teil der Bodenplatte herausnehmbar macht, sodass bei den gängigen Fahrzeugen es möglich ist, einen weiteren Einzelsitz im Alltagsbetrieb positioniert zu lassen, sodass man zu dritt, manchmal sogar zu viert mit dem Bus fahren kann und die gesamte Bodenplatte bzw. der Küchenblock bleibt dann immer im Fahrzeug. Wenn man aber doch mal das Modul komplett ausbauen will oder wenn man das mit dem Modul umzieht in einen anderen Bus, dann macht es Sinn, dass man sich dieses Video mal anschaut, wie das denn im Detail funktioniert. Wir legen in das vorbereitete Fahrzeug die Bodenplatte ein. Diese ist zweigeteilt. Hier sehen wir die Möbelverbinder, mit der die beiden Platten verbunden werden und mit einem Imbusschlüssel sich ineinander verhaken. Die Rändelschraube bitte immer nur handfest zuziehen, um unnötige Spannungen auf die Bodenplatte zu vermeiden. Je nach Fahrzeugmodell greift die Drändelschraube entweder in das Gewinde der vorgesehenen Zurösen oder wird in die Multivent-Sitzschiene bzw. die Sitzbefestigungsschiene verschraubt. Hier sehen wir, wie der Toilettenblock eingesetzt wird, der vordere Teil des Küchenschranks, das Seitenteil. Wir haben immer am Boden befindlich sowohl Dübel, die in vorgesehenen Bohrungen eingesetzt werden, und die eingefrästen Möbelverbinder, sodass man das Ganze passgenau einsetzen kann. Hier sieht man schön, wie das reinschlüpft, und wir arbeiten natürlich mit einem Akkubohrer, mit einem Drehmomentbegrenzer, und dann können die Möbelverbinder entsprechend angezogen werden. Der Küchenblock wird über 3 Teleskopauszüge mit der Bodenplatte befestigt. Hier empfehlen sich auch Loctite, wiederlösbares Loctite zu verwenden. Das ist die schwierigste Aufgabe. Die Teleskopauszüge müssen immer genau über den vorgesehenen Gewinden positioniert werden. Das ist etwas fummelig. Hier sieht man ganz schön im Zeitraffer, wie einer den Küchenblock über den Bettrahmen immer ein bisschen nach links, nach rechts positioniert und der andere von unten das Ganze verschraubt. An dieser unteren Mittelposition wird der Kabelbaum verschraubt. Hier sieht man den vorderen Teil der Energiekette mit den beiden Bohrungen am Aluwinkel. Hier ein Blick in den Küchenblock. Da kommt der Kabelbaum heraus und wird mit dem Stecker verbunden. Und das ist ein Blick in den Schrank mit dem Sicherungskasten. Ja, wir nähern uns dem Ende. Wir setzen hier die Sitzbank ein. Auch die Sitzbank wird unten zunächst mit Dübel eingerastet, verbindet sich auch nochmal über Dübel mit dem vorderen Toilettenkasten, wird dann mit dem Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzer fixiert, und zu guter Letzt wird der Deckel aufgelegt. So, die Tanks sind voll. Die Polster eingesetzt, die LED-Lichtleiste ist über die Fernbedienung gekoppelt, das Modul ist abfahrbereit, und ja, jetzt wünsche ich einen schönen Urlaub.